Okay, wir sind wieder zurück und betrachten jetzt mal den Inneren der Kanalisation, der Inneren. Wir betrachten der Inneren. Ach Mensch, er hat sich von seinem Schwimmausflug erholt, ja? I hate this place. Du hast doch alles. Hey, Dan. Some people up ahead. I'll follow your lead. Natürlich. Auf jeden Fall haben sie schon mal Rüstungen an. Outsiders aren't allowed. Why are you here? I just want answers about Stockton's caravan, nothing more. I'll take you to see Dr. Chambers. She'll know what to do about you. Don't try anything funny. You've been warned. Gott sei Dank hat das geklappt. Was tut ihr hier? Was ist das? Blythe! Hey, Blythe! Torture? They are sick. Just give me the signal. Yes, what is it, Manny? I thought you guys were done with Subject 12. Oh, yes, the interview's over. I'm just reviewing the data on question 4. It's fascinating, really. Yeah, I'm sure. Certainly. Das hat irgendwas mit dem Test zu tun. Ich habe kein gutes Gefühl. Ich denke nicht, dass wir hier rauskommen ohne Gewalt. Besonders hübsch ist es hier auch nicht. You shouldn't be in here. Klappe. Okay, 2 Guards, der Obermacker hier, 3 Guards, der Obermacker. You're the first outsider that's been in here. Hey, extend the platform. Showed up on our doorstep. What was I supposed to do? Jede Menge Geschütze. Noch ein Guard. Stranger. Noch einer. Welcome to the compound. Danke. Aber was genau macht ihr hier? Stranger. Stranger. Es ist groß, es sind viele Guards. Vorne So sind die the one Überlebenden. investigating Stockton's caravan has arrived. Do you even know that his supposed daughter is in all likelihood a synth? No matter. Let me be upfront about this. There are 2 ways this meeting can end. We come to an agreement, or there's violence. Ja, darauf läuft's hinaus. I'd prefer a peaceful solution. As would I. Let me pose a question to you. What would you do if your family was destroyed by a synth right in front of you when you were but a child? Would you roll over and accept it? Or would you do something about it? What happened to you? In Diamond City, a lifetime ago, my parents and 8 others were massacred by someone. At first, we thought the maniac was human. But that was the day we learned of the Institute's latest creations, the synths. As long as the Institute walks invisibly amongst us, they strike without warning and control us from the shadows. I've dedicated my life to devising a test to detect these hidden synths.
To root them out, so they can be extinguished. Isn't that a goal worth fighting for? Ich würde ganz gerne wissen, was damals mit diesem Synth tatsächlich passiert ist, der da in Diamond City war. War es tatsächlich ein Test vom Institut, die ihn einfach dorthin geschickt haben, um zu testen, ob er unerkannt durchkommt? Are you being silent for a reason? Ja, weil ich gerade was erzähle. Oder ist er auch befreit worden und hatte dann Komplikationen? Die Railroad gab es ja damals wahrscheinlich noch nicht. Who really knows what the Institute is responsible for? And how do they manage to keep us in the dark? A living synth is indistinguishable from a human by any medical test yet devised. But it turns out psychology can detect a difference. Enter the safe test. The test is in its infancy, but through sacrifice and perseverance, our success rate is improving. And the safe test works? Oh, yes. Autopsies confirm the test is getting more accurate. There's something in the questions which provokes a response from synth, but the exact trigger is elusive. The margin of error is admittedly high, 4 or 5 false positives per synth, but one day we hope to get it to 1 or 2 false positives. It sounds like your test may not even work. There is a correlation. We've measured it. We just need more data, more test subjects to narrow it down. Covenant is many things. A refuge for the broken people left in the wake of the Institute's rampages. A place of safety and healing. But most importantly, it is our one chance to end this age of paranoia. I will make you a deal. If you let me dispose of Stockton's synth and continue our work, I'll match whatever reward you were offered. I've had my fill of crazy on this contract. No deal. Fortunate for me, I wasn't talking to you. You side with this nut job, and we're going to have a serious, deadly problem. Ganz ehrlich, nein. Also, keine Ahnung, was auch immer die mit den Leuten machen, aber nur auf irgendeinen Verdacht hin. Nein. I'm ready to proceed if you are. Sorry. That's a deal I won't accept. Then you'll just have to kill me. Ach, Kate, sei still. You shouldn't come. Damn it! I've loaded me boots. I knew we were coming. Don't leave Some anything sort of behind that sensor. might be useful. I bet you 50 caps there's a lot more where they came from. Stored messages. Retrieval team ready. Until this whole honest Dan affair is resolved, stand down. The Stockton retrieval drew too much attention. Mr. Fitzgerald is furious. You extracted subject 14 so close to Covenant. See that doesn't happen again. Our team's all patched up and ready to grab some synths. Still tracking subject Boyd. Just give us the order. Dr. Rogers rant. I do not need a degree in socio-economics to realize Covenant's trade policies are unsustainable. As soon as we can't afford the subsidies, Miss Fitzgerald will increase their prices to attain self-sufficiency. Commercial traffic will slow, but more than traders visit Covenant now. One of Dr. Rogers' points concerns me. Covenant has had a net operating loss since its inception. Its expenses are staggering. The fusion batteries alone are princely sum. The assets seized from the captured subjects in no way makes up this massive deficit. If we were a business, I'd say we are a couple months away from bankruptcy. Grave concerns. Do you think these objections have not been raised before? But by all means propose a viable alternative, but bear this in mind. Fact, we need a large data sample, the larger the better. Fact, the initial test
is most effective if subjects are close to the psychological baseline. If Institute gets a single hint of our existence, our mission will end before it has truly begun. Covenant was designed from the ground up to attract visitors, and it's working. Our data pool is increasing at an exponential rate, and the subjects take the test voluntarily and unaware. Effectively, the test is hiding in plain sight. Covenant is a mistake. I cannot dispute Dr. Ryan's case for the therapeutic value of the community, but our mission must come first. The wide variety of risk we expose ourselves to is outright foolish. My concerns should not have been summarily dismissed. There must be another saner way. Das ist meine Meinung. Okay, bevor wir die Zellen aufmachen... I'm not touching anything. I don't even know what half this stuff does. Ja, das ist auch nicht so schlimm. Ich weiß auch gar nicht, was Kate jetzt für ein Problem damit hatte. Please don't hurt me. What happened to you? The men. They drag me away, always with the needles, questions, and the pain. Stupid, stupid questions over and over. I'm Amelia Stockton. I'm not a synth. How can I be sure? Please, you have to believe me. I'm a human being just like you. My father, Old Man Stockton, he will reward you. Just let me out. Please. Okay, was ist mit der Falle? Hier scheint sonst nichts drin zu sein. Okay. Oh, thank goodness. I'm free. I'm never ever coming back here. Ja, das würde ich auch nicht raten. Du willst jetzt nicht wirklich da durchlaufen, oder? Bist du bekloppt, Mädchen? Nicht zu fassen. Hey, Dan. So Stockton gets his daughter and we get paid. Not a bad day. What if she's a synth? If even after all they've done to her, they don't know if she's a synth or not, I figure she's human enough. Wohl wahr. Here's your cut of the reward. I'll get my half from Stockton. Been a pleasure. Be safe, Dan. Same to you. What's that? The missions must be protected. Seriously? You hear that? First crack at the gear. Ghosting us. You lose. The missions must be. Oh, that must have hurt. Was für eine Mission, ihr Idioten. This is gonna be a piece of cake. No one panic! Keep him off me! Technisches Dokument. Where am I? Come back here, damn it. No. How are the subject's vitals? It's a little unsteady, but within. Who are you? What? No! Son of a bitch! You that... Ah! Only say once. Speak only when spoken to. Please continue. The subject is ready for baseline testing. Subject, answer the questions quickly and with what first comes to mind. You're approached by a frenzied scientist who yells, "I'm going to put my quantum harmonizer in your photonic resonation chamber." What's your response? Is that safe test? Ah! Answer the question. I don't know. I don't know science stuff. Ignore him.
ignore him, you say? Hmm, fascinating. Okay. Verdammt, wie komme ich da hin? Weird. Hier rum vielleicht. What the? Just noises. Eine Zelle. Warum die dramatische Musik? Looks like someone has a dirty little secret. Well. Who's there? The mission must be protected. Geschützen ist es scheißegal, okay. Gut für mich. Hier ist ein Office Terminal. Debrief. Confidence on subject 12 is high. We'll know for certain post-mortem. And any progress on question 3? None. The EKG shows nothing unexpected. The answers are too damn predictable. You've made your opinions quite clear on the value of question 3. Removing it could invalidate all the data we've accumulated to date. Moving on. Question 4. The data on this is fascinating. Why does baseball have the highest degree of correlation? Even more than question 8. Our methodology was exhaustive. Subject 12's answers in regards to baseball in his childhood were particularly fascinating. See here and here. I wonder, do they play baseball in the Institute? Or is there some sort of defect in their programming? We need another failure to explore this further. We can do nothing more with Subject 12 except final processing. I'll let the reclamation team know. The last question. From Blythe to research team all. I know this sounds insane, but do we need to ask the last question without the limiter of multiple choices? The answers will admittedly be more varied, and so the psychological reaction will be different. But maybe it's a core part of the experience. We are seeing marginal improvement of the test accuracy. To be candid, the improvement is within the margin of error. Perhaps we should consider something drastic. Red herring. For what it's worth, I agree with you. Question 4 was always Montgomery's baby. I think question 4 is a red herring. We do not have a monopoly on detecting synth. In the Commonwealth, people trap up infiltrators all the time based off their imperfect behavior and memory. It is indisputable that the baseball question produces abnormal results, but I think at its heart this is not a psychological trigger. Instead, it's a defect in memory. So if we pin all our hopes on Q4, then it's just one weather-aware update later that we are back to square one. I know you dismiss my insistence that question 3 is the key, but if we have more sophisticated monitoring of the subjects, EKG, pupil dilation, response time, then the subliminal data would speak volumes. Synths are incapable of true feeling, so again, question 3. Montgomery. Chambers surely has to see losing Montgomery is a mistake. I don't care if Covenant is lacking medical assistance. Our limiting factor isn't the stream of test subjects going through Covenant. It's our acquisition rate of test negatives and our research bandwidth. Montgomery is far more important here than giving Scavers checkups. Can you please talk to Chambers about this? Okay. Also, sie haben
dran gearbeitet, Synth zu erkennen. Aber das auf Kosten von... Sehr still. Aber das auf Kosten von Menschenleben zu machen, ist halt... Ja... Ist nicht gut. Es ist nie gut. Ich meine, gibt es einen alternativen Weg herauszufinden, ob ein Synth ist oder ob ein Mensch ist oder... Ich weiß es nicht. Vermutlich nicht, solange er nicht, keine Ahnung, durchdreht oder was auch immer. Aber... The missions must be protected. Quit playing games and come out where I can see you. That was easy. Hatten wir Manny eigentlich auch? Ist der, den wir den Key abgenommen haben? Ich weiß es nicht. Okay, hätten wir das auch geklärt. Naja, was soll ich sagen? Keine Ahnung, ob die andere jetzt ein Synth war oder nicht, aber ich bin auch immer noch so, wie gesagt, wie ich vorhin schon gesagt habe, die Frage ist einfach immer, diese Synths, die hier in Freiheit sind, warum sind die hier? Hat uns das überhaupt irgendwann mal jemand gesagt? Also ich kann mich nicht erinnern, dass uns erzählt wurde von den Institutleuten selbst, keine Ahnung, hier, wir schicken Synths nach draußen. Also selbst wenn es so wäre, vielleicht habe ich es vergessen, keine Ahnung. Selbst wenn es so wäre, ich habe noch keinen Beweis gesehen, dass die tatsächlich Leute... Okay, wir haben schon gesehen, wie zwei Leute, die quasi gleich waren, argumentiert haben, wer von den beiden jetzt der Synth ist. Okay, wir haben es gesehen. Ja, es ist einfach... Also für mich ist es gerade echt ein bisschen unklar. Entweder habe ich einen Großteil von der Story verpasst unterwegs, oder ich habe es vergessen, weil ich einfach immer in kleinen Etappen spiele, keine Ahnung. Echt schwierig. Ich habe gerade das Gefühl, ich erzähle jede Menge Blödsinn. Aber was auf jeden Fall klar ist, nur um herauszufinden, ob jemand ein Synth ist oder nicht, keine Ahnung, dieses Torturing, diese Folter anzuwenden und dann eben mit was, 4, 5 False Positives, das geht einfach nicht. Also das geht einfach alles überhaupt nicht. Keine Ahnung, was mit Covenant jetzt ist, ob die uns jetzt auch irgendwie böse gesinnt sind oder sowas. Hätte theoretisch schon mal vorbeigehen können, aber da brennt Licht. Ah, sieh mal. Alter! Ich wähle immer die falsche Waffe aus. Okay. Wir haben uns auf jeden Fall entschieden, das Ganze von innen zu begutachten.
und wäre der nächste Direktor im Institut und vielleicht können wir dann direkt rausfinden, was hier los ist. Vielleicht hat das Institut auch vor, jeden einzelnen Menschen durch einen Synth zu ersetzen. Wer weiß. Aber bisher haben wir, so viel ich weiß, keine 100%ige Erklärung für das alles bekommen. Hier sind jede Menge Supermutanten. Ich glaube, ich gehe mal ein bisschen Richtung Süden. Hab da gerade keine Lust drauf. Bottle Caps. Es ist so ein schmaler Grat zwischen was macht das Institut? Ist es gerecht? Ja, was heißt gerechtfertigt? Gerechtfertigt ist das falsche Wort. Macht es schadet es irgendjemandem? So, wenn ich 2 Leute vor mir habe, die genau gleich aussehen und es ist halt schon merkwürdig, ja. Und oh nein, da kommt die Brotherhood. Oh ja, natürlich. Oh mein Gott, ich hätte die Supermutanten wählen sollen. Ich hasse es. Kämpft gegen die Supermutanten. Okay. Immerhin kriegen wir so Ersatzteile für unsere Powerrüstung. Okay. Nein, carrying too much. Hier. Nein, nicht aus. Na, okay, reicht. Ich will das mal hier weg. Was haben wir hier? Robot Repair Kits. Okay. Ja, bleib in deinem Bus. You're mine now, rookie. Bye.
bin heute gut gelaunt, deswegen darfst du leben. Aber ich fühle mich gerade echt ein bisschen, als hätte ich irgendwas verpasst. Als hätte ich irgendwas in der Story verpasst. Ich weiß natürlich, dass es so... Es sieht auf jeden Fall so aus, als wenn das Institut uns nicht alles erzählt. Es sieht so aus, als wenn... Oh Gott. Uns... die anderen nicht alles erzählen. Niemand erzählt uns immer... Oder niemand weiß alles. Ja, man muss sich so sein eigenes Puzzle zusammenreimen und darauf hin dann quasi die Entscheidung treffen. Und das ist sowas... Ja. Zu viele! Och nö, nicht noch mehr. Speichern. Okay. Ich denke, wir haben sie erfolgreich umgangen. Und jetzt sind wir wieder hier. Hier waren wir schon einmal. Und wir haben ziemlich auf den Sack bekommen, wenn ich mich richtig erinnere. Aber das sollte jetzt nicht mehr passieren. Und weil ich glaube, dass es ein relativ großer Kampf werden wird, machen wir das dann in der nächsten Folge. Und bis dahin mache ich mir am besten nochmal ein paar Gedanken, ob das alles so stimmt, was ich da über das Institut erzähle. Okay, wir sehen uns in der nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen. Bis dann.